Heute haben wir einen ganz besonderen Test, und zwar die neue G-Klasse. Vom Nutzfahrzeug zum Statussymbol, das war oder ist der Weg der G-Klasse. Ich teste den brandneuen Elektro-G in Südfrankreich, On- und Offroad bis an die Grenzen. Und am Ende des Beitrags wissen wir, ob Offroad-Talent und Technik-Feature überzeugen. Für die Fahrt auf der Straße steht Jan eine elektrische G-Klasse in Schwarz zur Verfügung. Im harten Gelände wird er später auf ein Elektromodell im Farbton Wüstensand wechseln. Warum? Es wird so heftig werden, dass Mercedes nicht alle seine Autos dieser Tortur aussetzen möchte. Lässt sich Jan, der E-Autos eher kritisch gegenübersteht, überzeugen? Wir können uns also ein sehr breites Bild machen und auf dem Weg dahin einige Herstellerversprechen abchecken. Zwei Beispiele. Die G-Klasse kann bis zu 100% Steigung. Da bin ich sehr gespannt. Und 35 Grad Neigung heißt, wir fahren so. 35 Grad ist wirklich sehr viel. Da frage ich mich, ob ich einen Rückzieher mache oder vielleicht doch die G-Klasse. Und der elektrische G kann ein Fahrmanöver, was der Verbrenner nicht kann, weil er technisch nicht dazu in der Lage ist, und zwar den G-Turn. G-Turn verspricht mir, ich kann auf der Stelle wenden. Das kann nur der elektrische G. Was das genau ist, erkläre ich später. Los geht's! Mercedes-Benz G-Klasse, wo kommt sie her? Eigentlich aus Österreich. Steyr, Puch und Mercedes-Benz haben sich unterhalten, weil Mercedes-Benz hätte gerne einen Geländewagen, der auch straßentauglich ist. 1979, Geburtsjahr der Mercedes-Benz G-Klasse. Sehr rustikal, unheimlich funktionell und absolut zuverlässig, egal ob auf der Straße oder im Gelände. Jan darf sogar eines dieser historischen Autos bewegen. Wie analog ist dieses alte Modell gegenüber der erstmals erhältlichen elektrischen G-Klasse? Wunderschöne G-Klasse, Freunde. Dieses Schätzchen hier ist von 1989. Schön handgerissener Diesel, 4 Gänge. Mehr brauchen wir nicht. 88 PS. Wir haben bei der G-Klasse vergleichsweise sehr simple Technik. Ist natürlich jetzt mit den Jahren immer ein bisschen verrückter geworden. Alle Autos werden verrückter, also natürlich auch die G-Klasse. Früher war das aber einfach nur wirklich funktionell. Es gab damals von der G-Klasse mehrere Karosserievarianten. Eine lange G-Klasse, 4-Türer, eine kurze G-Klasse, 2-Türer. Hier haben wir ein Cabrio. Jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, warum denn Cabrio? Also, das war tatsächlich nicht aus Lifestyle-Gründen, so wie man es heute vermuten würde. Nein, sondern es ging einfach darum, einen Allrounder zu haben. Mit Sitzen, mit Ladefläche, deswegen ohne Dach. Die G-Klasse ist im Prinzip natürlich ein super funktionelles Auto, was mehr oder weniger unkaputtbar ist. Also auch super interessant für die Bundeswehr, für die UN. Verschiedene Hilfsorganisationen haben die G-Klasse seit Jahrzehnten im Einsatz, weil du eben super zuverlässig überall hinkommst. Ja, Anfang der 90er Jahre ist die G-Klasse dann etwas hübscher geworden. Und dann haben die Leute gesagt, oh ja, komm, so eine G-Klasse, geil, sieht gut aus. Ja, wahrscheinlich am Anfang so, ja, fährt nicht jeder. Und so ging das dann halt immer weiter. Also im Prinzip von der Steiermark irgendwo aus dem Wald bis hin vor die Grundschule von Kevin Pascal. Wenn du heute eine G-Klasse, eine brandneue G-Klasse hier hinstellst, erkennst du sie hier wieder. Und ich glaube, das alles zusammen, dass die so lange schon gibt, macht natürlich irgendwo den Reiz aus und natürlich am Ende hat das auch die Legende erschaffen. Ja, jetzt bin ich gespannt auf den neuen Elektro-G. G-Turn ist natürlich ein Stichwort. Da freue ich mich drauf. Es wird auf jeden Fall wild. Herstellerversprechen auf dem Prüfstand. Wo gibt sich der Elektro-G eine Blöße? Und wo kommt Jan an seine Grenzen?
Das ist die erste vollelektrische G-Klasse in ihrer 45-jährigen Geschichte. Äußerlich ist sie im Prinzip nicht zu unterscheiden von den Verbrennervarianten. Und eher untypisch für ein E-Auto gibt es auch keine aerodynamisch geformte und windschlüpfrige Karosserie. Optisch, muss ich sagen, hat sich ja wirklich sehr, sehr wenig getan, ne? Und das ist, glaube ich, auch die Kunst an der G-Klasse. Du darfst so eine Ikone nicht verändern. So, vollelektrische G-Klasse. Das Wichtigste zuerst, die Tür zuschmeißen hört sich genauso an wie bei jeder anderen G-Klasse. Das finde ich ja schon mal gut. So, ja. Optisch alles wie bei einer G-Klasse erwartet. Finde ich schon mal geil. Und jetzt bin ich echt gespannt, was uns erwartet. E-Auto ist nicht so meins. G-Klasse voll elektrisch finde ich jetzt erstmal seltsam. Aber ich lasse mich gerne überraschen und eines Besseren belehren. Kann sie Jan vielleicht schon mit ihrer reinen Power überzeugen? Oder fällt sie durch und es gibt die zweite Chance, um zu beeindrucken, erst im Offroad-Gelände? 587 PS haben wir hier in diesem Elektroauto. Bis jetzt, glaube ich, das stylischste Elektroauto der Welt. Ich muss sagen, die ersten Meter, die gefallen mir schon mal gut. Auto fährt wirklich so, wie man es von einer G-Klasse erwartet. Du hast jetzt kein großes anderes Feeling. So eine G-Klasse ist halt immer so ein bisschen schwermutig und so Bewegung ist viel da. Aber ich sag mal, bei der G-Klasse muss das auch so sein, sonst wäre es halt einfach keine G-Klasse. Komplett geräuschlos fährt das E-Auto allerdings nicht. Ein Soundmodul im Cockpit imitiert den Motor. Schwierig. Also ich muss sagen, die meisten Elektroautos von Herstellern, die vorher Verbrenner gebaut haben oder auch immer noch Verbrenner bauen, haben ja diese Soundgeschichte. Ich finde es irgendwo ein bisschen albern, weil das ist so ein bisschen wie vegetarische Wurst. Wenn du Vegetarier bist, ist das super, wenn du kein Fleisch essen möchtest. Aber dann brauchst du auch keine Wurst. Also du brauchst ja nicht irgendwas, was so tut, als wäre es irgendwas, was du gar nicht willst. Macht ja keinen Sinn. Und deswegen finde ich, so Sound beim Elektroauto ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. 587 PS. Aber wir haben auch 3080 Kilogramm, die wir am Rollen halten müssen. Also ich bin mir schon sicher, dass das gut geht, keine Frage. Aber das Ding ist natürlich auch höllisch schwer. Über 3 Tonnen Leergewicht. Wird das zum Ausschlusskriterium für den performanceverliebten Jan? Gucken wir jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir einfach mal auf den Hammer treten. Ja, geht gut. Geht gut nach vorne, aber ist jetzt nicht so brachial wie der G63. Aber trotzdem muss ich sagen, beeindruckend. Im Vergleich zum Verbrenner beschleunigt der Elektro-G gleichmäßiger. Das wirkt aber nicht so spektakulär. Trotzdem. Bis jetzt muss ich sagen, ich bin von der elektrischen G-Klasse wirklich beeindruckt. Wenn das Auto jetzt im Gelände tatsächlich so abschneidet, wie man uns es verspricht, dann hat dieses Auto eine gewisse Daseinsberechtigung in der G-Klassenfamilie. Und genau diese Versprechen werden wir jetzt checken. Im Offroad-Bereich verspricht die G-Klasse bis zu 100% Steigfähigkeit bei entsprechendem Untergrund, fahrstabil bei Schräglagen bis zu 35 Grad. Jan steigt um in eine Elektro-G-Klasse im Farbton Wüstensand. Sie steht extra für den harten Offroad-Einsatz bereit. Wie sinnvoll ein E-Auto im Gelände ist, muss sich zeigen. Elektroexperte Alex Bangola beantwortet später schonungslos Jans brennendste Fragen. Um wirklich das Limit zu erfahren, kommt Offroad-Instructor Arlen mit. So,
Allen, jetzt geht's rund. Sehr schön, Jan. Ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt das allererste Mal mit der elektrischen G-Klasse, dem G580 EQ Technology, ins Gelände. Ich bin wirklich gespannt. Also entweder wird es richtig gut oder eine absolute Vollkatastrophe. So geht's gleich mal los. Felsig, 40% Steigung. Wir werden jetzt hier hochfahren. Ja, ich freue mich. Genau. Hier Gelände ist auf jeden Fall vollkommen verrückt. Da kommen wir niemals hoch. Und lass uns mal starten. Fahren wir hier den Berg hoch direkt. Wir fahren den Berg hoch. Also ich bin kein Geländeprofi, habe natürlich hier und da mal so Parks besucht und bin da mit verschiedenen SUVs mal lang gefahren. Aber ich würde mich jetzt nicht als Profi oder so bezeichnen, weil das ist schon tricky. Der Elektro-G hat einen Crawl, also einen Kriechmodus, für Geländeanfänger wie Jan. Dieser Modus hält automatisch eine konstante Geschwindigkeit. So, ein ungeübter Fahrer, der sitzt da drin und sein Fuß macht automatisch immer den hier, weil er in seinem Sessel sitzt und hin und her geschleudert wird. Und dann hast du natürlich Beschleunigung, Verzögerung, die du vielleicht gar nicht haben willst und die vielleicht auch dazu führen können, dass es irgendwie nicht so geil ausgeht. Deswegen ist natürlich dieser Crawler-Modus echt ein absolut feines Tool. Gelände ist auf jeden Fall vollkommen verrückt, aber das Auto fährt einfach komplett selbstständig hier hoch in dieser Crawler-Funktion. Zeit, das Ding ans Limit zu bringen. Bis zu 100% Steigung soll der G schaffen. Das sind 45 Grad. Alter Vater, ey. Oh. Ein bisschen aufgesetzt haben wir aber dann doch, ne? Also das musst du mir doch vorher sagen. Ich krieg doch einen Herzinfarkt immer. Nein, warum? Es passiert ja auch nichts. Ja, Das war der Überraschungseffekt. okay. So richtig steil ist es auf der kommenden Abfahrt. Wird es auch gefährlich? So, jetzt fahren wir mal hier ein bisschen bergab. Bergab, muss ich sagen, habe ich ja fast mehr Respekt vor als bergauf. Im Crawl, den gibt es ja beim Runterfahren genauso, Ja. wird rekuperiert. Sprich, es wird nicht die Betriebsbremse dafür herangezogen, sondern wirklich die Rekuperation. Der Akku wird also bei jeder Bergabfahrt geladen. Und jetzt wird es hier gleich noch mal richtig steil. Ah ja, dann kommen wir ein bisschen ins Rutschen und dann haben wir einfach halt so 61% Gefälle und ich stehe weder auf dem Bremspedal noch sonst irgendwo. Heidewitzka. Richtig. Dir ist schon klar, dass wenn das jetzt hier irgendwie doch nicht funktioniert, haben wir ein Problem, ne? Nur um das noch mal klar zu machen, ne? Ich lasse mich jetzt mal fallen. Dann hänge ich hier so in den Gurten. Wir haben hier 63% Gefälle. Da haben wir hier mal eben locker geparkt, weil der verrückte Ahlen gesagt hat, das geht. Ja, parken geht. Aber wie sieht es mit dem Anfahren aus? Und zwar in die entgegengesetzte Richtung. So, jetzt versuche ich die restliche Körperspannung wieder aufzubauen und mache mal den Rückwärtsgang rein und lasse jetzt einfach nur das Bremspedal los. Rückwärts aus dem Stand den Berg hoch. Eine härtere Prüfung für ein Allradsystem gibt es eigentlich nicht. Einfach ein wenig einlenken, probieren, einfach die Spur wählen und dann geht's wieder los. Ah, guck mal, ich bin noch Profi. Genau, richtig. Geil. Genau. Ist das geil? Wir fahren einfach hier bei 50%. Fahren wir einfach rückwärts den Berg hoch, na klar. Genau. Wir gehen hier an die Grenze, beziehungsweise sind auf dem Weg zur Grenze. Weil, nochmal, wir hatten jetzt gerade 63% Gefälle. Der Apparat kann 100. Also dann hängst du einfach nur noch im Gurt. Wir hatten 13 Grad Schräglage. Der Apparat kann 35 Grad. Es ist vollkommen krank. Und wenn wir hier sagen, wir gehen an die Grenze, ja, dann haben wir noch ein bisschen Luft. Ja, Jan, wir werden jetzt hier hochfahren. Das ist ein sehr anspruchsvoller Bereich, wo du die Kombination zwischen Schräglage und Steigung hast, Ja. inklusive losem Untergrund, also Geröll und Felsgestein. Das tut so weh. 22 Grad Neigungswinkel bei 56%
Steigung, das ist wirklich krass. Nochmal. Oh Gott, Agathe. Alter Vater, ey, das schöne Auto. Also wir haben ganz kurz mal so mehr oder weniger die Grenze erreicht, aber nur die Grenze der Bodenfreiheit. Ansonsten würde ich sagen, haben wir da eher nicht die Grenze erreicht. Und jetzt sind wir hier bei 65% Steigung und fahren hier einfach auf locker hoch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Mercedes sagt 100% Steigung, wenn ich das sehe, wie easy der das hier macht, glaube ich daran. Wir können es ja jetzt nicht abbilden, einfach weil das Gelände so viel nicht hergibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das funktionieren würde. Könnte passieren, dass ich zum elektrischen Offroad-Fan werde. Verbrenner G-Klasse im Gelände, wissen wir, das geht. Aber elektrische G-Klasse im Gelände, unfassbar. Wirklich krass, habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. So, jetzt werden wir mal meinen alten Freund Alex Wangula anrufen. Das ist ja unser Elektroautospezialist hier bei Grip. Und ich möchte natürlich mal wissen, was der so zu der G-Klasse elektrisch sagt. Diggi, Alex! wie ist es? Ja gut, ich stehe hier mit der Elektrotrommel irgendwo im Gebüsch. Du hast eine Maschine, zeig nochmal bitte. Oh, ich finde die Farbe auch perfekt für so eine G-Klasse. Ne? Ja, ist super. Alex, hier, ja, ich habe dich angekündigt, dass ich dich anrufen werde als den Elektroautospezialisten, weil ich natürlich so ein paar Fragen habe. Ja. Eine Frage, warum haben denn eigentlich alle E-Autos unheimlich viel Leistung? Weil normalerweise beim Verbrenner hast du wenig Leistung, hast du normalerweise auch weniger Verbrauch. Das wäre doch irgendwie sinnvoller beim E-Auto, oder? Ist doch einfach geil, viel Leistung, viel Power, damit man auch so Schwerziehbare wie dich irgendwann überzeugt bekommt. Ich fahre ein Auto mit 1000 PS, eine Tesla Model S Plaid. Den kannst du super sparsam bewegen. Klar, wenn du jetzt immer draufholst, natürlich nicht. Aber im Alltag kriegst du den mit 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bewegt. Also beim Elektroauto, auch wenn der hochmotorisiert ist, solange die Leistung jetzt nicht jedes Mal abrufst, kannst du trotzdem super effizient damit fahren. Was sagst du denn zur Ladeleistung des G580? Weil der hier kann ja nur 200 kW. Ist der da nicht ein bisschen zu wenig? Nur 200 kW. 200 kW ist absolut gut. Klar, es gibt Autos, die können 250 kW, der neue Taycan kann 320 kW, aber das ist schon absolute Champions League. 200 kW ist vollkommen in Ordnung und du darfst nicht nur einfach stumpf auf den Spitzenladewert schauen, sondern auch die Ladekurve anschauen. Wenn die 200 kW lange hält, ist das schwerst in Ordnung. Und Verbrauch, wir haben hier so 27, bisschen bis 30 Kilowattstunden. Was sagst du dazu? So 30 Kilowattstunden, das ist richtig viel. Also das kann man nicht schönreden, das kann man nicht wegdiskutieren. Das tut schon ein bisschen weh. Ja, und natürlich nächste Thema ist, wie viel Sinn macht das überhaupt mit dem Elektroauto ins Gelände zu fahren? Aber ich stelle mir jetzt immer so richtig Offroad-mäßig irgendwas vor, so Zivilisation 300 Kilometer weit weg. Also mit genug Geduld würde es auch gehen. Ich meine, ich bin ja auch schon in Südafrika Elektroauto gefahren, einmal quer durchs ganze Land und so. Wohin Wille dein Weg? Ne? Strom gibt es halt überall auf der Welt. Mit so ein bisschen Planung, den richtigen Adaptern und der Zeit auch dann länger zu stehen, um zu laden, würde es schon gehen. Aber klar, da ist natürlich das Verbrenner-Pendant schon prädestiniert dafür, dass du irgendwo um nirgendwo rumcruist. Vielen Dank für deine Antworten. Mach's gut. Tschö. Bye, bye. Ciao. So, ihr habt's gehört. Der Alex ist auch großer Elektro-G-Klassen-Fan. Jetzt gucken wir uns die G-Klasse mal von innen an und schauen, ob hier das Versprechen Offroad-Charakter und feinste Materialien wirklich vereint sind. Auf den ersten Blick muss ich sagen, ich sehe eigentlich nur noch feinste Materialien und außer das Türgeräusch beim Zumachen, Einsteigen und hier dieser Griff, um sich schön festzuhalten. Wenig Offroad-Charakter. Klar, wenn man natürlich dann hier in die Details geht und sich die verschiedenen Knöpfchen anguckt und so weiter, sieht man natürlich, dass wir hier von einem Offroader sprechen. Aber darüber hinaus würde ich sagen, ist es eher so, dass das Auto super edel geworden ist. Alles wirklich vom Feinsten. Ich sag mal, mit meinen dreckigen Schuhen aus dem Offroad-Gelände hier rein und wieder raus. Da hätte ich dann schon irgendwie ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Das Auto ist halt vom Nutzfahrzeug zum Statussymbol gewandert sozusagen. Und ich glaube, es ist heute mehr Statussymbol als Nutzfahrzeug. Aber wir wissen ja auch, das Ding funktioniert im Gelände wirklich gut. So, und jetzt, Freunde, kommt das Allergeilste an der G-Klasse. Ist so ein Feature,
Wenn ich das vor 3 Jahren irgendeinem erzählt hätte, hey, Alexander, du hast ja nicht mehr alle, du redest von Mercedes-Benz, das sind doch Spießer, die machen doch niemals so eine Geschichte. Doch, haben sie gemacht. Wird richtig geil. Der G-Turn. Wir fahren jetzt raus aus dem Gelände und da geht's da lang. Und wie wir jetzt wenden, hier auf so einem schmalen Weg, das zeige ich euch jetzt. So, allen. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's darum, worauf wir alle den ganzen Tag schon warten, nämlich G-Turn. Genau. G-Turn verspricht mir, ich kann auf der Stelle wenden. Das kann nur der elektrische G. Genau, die Funktion G-Turn ist aber auch nur möglich, weil wir eben die 4 Motoren an den 4 Rädern haben, die wir einzeln ansteuern können und dementsprechend auch die Funktion implementieren konnten. Dafür müssen wir einmal die Fahrstufe D wählen, ja, haben wir. Dann den Magic Button, eben den G-Turn Button drücken, genau. Und wir wählen eine Seite, in die wir drehen wollen, über die Pedals am Lenkrad aus, ja, und einfach das Fahrpedal durchtreten und bei ca. 180 Grad Drehung, sprich in die Gegenrichtung, einfach vom Fahrpedal runter und das Auto wird stehen bleiben. Einfach Vollgas? Einfach Vollgas. Ich bin echt gespannt, Freunde. Also, jetzt geht los. Ja, haben uns ein bisschen den Acker rüber gedreht, aber hat funktioniert, würde ich sagen. Genau. So ein lässiger Move. Geil. Die Räder auf der linken und rechten Fahrzeugseite drehen beim G-Turn gegenläufig, vergleichbar mit den Ketten eines Panzers. So ist Wenden auf der Stelle möglich. Das ist dann beim Kaufpreis von gut 143.000 € zum Glück inklusive. Das Auto hat natürlich einen wilden Weg hinter sich. Vom Nutzfahrzeug zum Statussymbol. Nutzfahrzeug hast du jetzt im Innenraum nicht mehr, weil da ist alles vom Feinsten und High-End und eigentlich willst du mit dreckigen Schuhen auch gar nicht einsteigen. Aber du hast natürlich noch einen Nutzen, weil du kannst mit dem Auto im Gelände dich wirklich richtig gut bewegen. An die Grenzen von dem Auto sind wir jetzt nicht gekommen, da geht also noch deutlich mehr. Wie ihr wisst, bin ich ein E-Auto-Skeptiker, aber ich muss sagen, das hat ein bisschen was mit mir gemacht. Dieses Konzept passt einfach sehr, sehr gut zusammen und das, was wir im Gelände erlebt haben, war schon wirklich beeindruckend. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte einmal Daumen hoch geben, gerne auch unseren Kanal abonnieren, weil hier regelmäßig coole Videos kommen. Zum Beispiel kannst du hier oben in das Video von letzter Woche reinklicken und weil dir dieses Video sicher gefallen hat, glaube ich, interessiert dich auch das Thema hier in diesem Video. Bis dann.